Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Star Trek Online. Es wird mal wieder Zeit für eine neue Videoaufnahme. Wir haben heute den 24.07.2016, Sonntag 15:48 Uhr. In 2 Tagen kommt der neue Star Trek Film raus, Star Trek Beyond. Ja, und ja, werde ich mir anschauen, natürlich. Und habe auch nette Begleitung und bin mal ganz neugierig. Wir machen heute weiter mit der Episode Zukunftssicher und rufen mal, wen auch immer. The data from the future you've provided has made it clear. We need to form a stronger alliance with the major galactic factions. To that end, we're sending delegates to the first Alliance Summit. This could be the beginning of a new age, and your presence there could ensure the summit's success. Meet our delegation at the embassy on Neu-Romulus. Okay, der Weg führt uns nach Neu-Romulus. Also das ist wieder Admiral Jorel Quinn. Die temporale Front, die von Ihnen bereitgestellten Daten der Zukunft haben es deutlich gemacht. Wir benötigen eine stärkere Allianz mit den großen galaktischen Fraktionen. Daher schicken wir Abgeordnete zum ersten Treffen der Allianz. Dies könnte der Anfang eines neuen Zeitalters sein und Ihre Anwesenheit könnte den Erfolg des Treffens sicherstellen. Treffen Sie unsere Abgeordneten in der Botschaft auf Neu-Romulus. Ja gut, war ich auch schon lange nicht mehr. Was gibt's hier? Eine elegante Jacke, das ist bestimmt so eine Botschafteruniform. Bin mal gespannt, was Serana da mal bekommt. Wahrscheinlich irgendwas Klingonisches. Ja, außerdem gibt's Nakul-Zeitagentenpanzer. Das lässt darauf schließen, dass wir es mit Nakul zu tun bekommen könnten in dieser Folge. Ja, was gibt's noch? Zeitagenten, Personenschutzschild und was ist das? Zeitagentenangriff. Was ist das? Das ist ein Angriffswaffe im Bodenset auf jeden Fall. Ja gut, sollte man haben. Das ist bestimmt nicht falsch. Und ja, ich werde jetzt mal ganz kurz den Ton neu einstellen. Ich habe nämlich das Gefühl, dass ich hier relativ zum Spiel zu leise bin. Gesamtlautstärke FX, Musiklautstärke 5. Das wenden wir mal an. Test. Ja, Stimmlautstärke war jetzt ein bisschen laut für mein Empfinden. Gehen wir mal 10% runter. Und ja. Gesamtlaut FX. Ja. Testen wir das mal. Dann zur Hauptmission machen. Die temporale Front zur Hauptmission machen. Ja, und Neu-Romulus kann ich dahin transporten. Ich hoffe, dass mir das Spiel jetzt nicht abstürzt. Es neigt immer noch zu häufigen Abstürzen. Ich muss in jedem Ladenbildschirm damit rechnen. Sehr lästig, ich kann es euch sagen. Und ich finde einfach keine Lösung für das Problem. Nö, geht nicht. Vielleicht 20.000. Ja, das ist mit die 20.000 durchaus mal wert, dass ich dadurch 2 Minuten Videoaufnahmezeit sparen kann. Und jetzt, ja, das ist gut. Wenn das kommt, bin ich eigentlich schon durch. Neu-Romulus, beginnen die temporale Front. Jawohl. Standardteam, da weiß ich, die sind gut ausgerüstet. Ja, der neue Film. Ich habe schon eine Kritik von dem neuen Film gesehen, mit Videoausschnitten. Ist nicht ganz das, was man sonst gewöhnt ist, als von den bisherigen Star Trek. Was? Von den bisherigen Star Trek Filmen. Viel rasantere Kameraeinstellungen könnten ein bisschen gewöhnungsbedürftig sein. Es geschieht wirklich, Admiral, die erste Konferenz zwischen den größten Mächten der Allianz. Wenn man ihre Schlüsselrolle bedenkt, die zu diesem Treffen geführt haben, werden die Anführer und Botschafter sicherlich um ihren Rat bitten. Wir sollten sie nicht warten lassen. Sprechen Sie mit den Repräsentanten der Fraktionen. Okay. Schlüsselrolle was? Ich habe meine Pflicht als Offizier getan, nichts weiter. Alles zu seiner Zeit. Die Diplomaten und Politiker können noch etwas warten. In der Tat, ich hoffe, meine Einsicht wird Ihnen nützlich sein. Das wäre die unbescheidene Antwort. Doch, bescheiden wie immer, oder? Ja, gut. Ich weiß nicht, ob die Antwort Einfluss hat auf das Geschehen. Wir haben jetzt vorsichtshalber mal bescheiden geantwortet. Das heißt, für den Angeber oder so, den wollen wir nicht haben. Kann man ja nie wissen, wie die drauf sind. Was soll ich denn jetzt eigentlich machen da hinten?
war doch irgendwas. Ah. Sprechen Sie mit Leutnant Commander Shavar. Was bist denn du? Du bist ein Tellerit, oder? Greetings! It's an honor to finally meet you. Welcome to Neu-Romulus and the first Alliance Summit. The opening ceremonies will begin soon. Until then, please, wait here in the Assembly Hall. Grüße, Admiral. Es ist meine Ehre, Sie endlich zu treffen. Willkommen auf Neu-Romulus und dem ersten Treffen der Allianz. Die Eröffnungszeremonie beginnt bald. Bitte warten Sie bis dahin hier in der Versammlungshalle. Was macht ein Leutnant Commander in der Ehrengarde? You would expect an ensign standing honor guard duty, wouldn't you? Truth is, I volunteered for this detail. Today is a very symbolic day for me. Like the founding of the Coalition of Planets, this summit represents the beginning of a grand alliance. I'm a descendant of the Tellarite who signed the Coalition Accords 255 years ago. Sie würden einen Fähnrich als Ehrengarde erwarten, nicht wahr? Ehrlich gesagt habe ich mich freiwillig dafür gemeldet. Heute ist ein sehr wichtiger Tag für mich. Genau wie die Gründung der Planetenkoalition repräsentiert dieses Treffen den Beginn einer großen Allianz. Ich bin ein Nachfahre der Telleriten, die vor 255 Jahren das Koalitionsabkommen unterzeichnet haben. Ja, das ist dann kann man praktisch in der letzten Folge von Enterprise mit Captain Archer nachschauen. Da wurde ja die Föderation gegründet und da waren die auch dabei. Ich verstehe. I wanted to be here to honor my esteemed ancestor and my family. So I made my case to my commanding officer, and he authorized my deployment. Ich wollte hier sein, um meine werten Vorfahren und meine Familie zu ehren, also habe ich einen Antrag bei meinem Führungsoffizier gestellt und er hat eingewilligt. Ich bin sicher, dass Sie Ihre Vorfahren und Familie stolz machen. Mir ist das immer noch zu laut im Hintergrund. Ich werde jetzt mal die Gesamtlautstärke um 10% senken. Machen wir 15. So. Ich hoffe, das ist jetzt endlich angenehmer. Vielleicht täuscht es auch, weil ich krieg den Sound ja voll auf die Ohren von meinem Headset. Was soll ich jetzt machen? Ich soll mal wieder mit den Repräsentanten sprechen. Na hurra, das wird wieder eine Plauderstunde. Also ich hätte jetzt vollstes Verständnis dafür, wenn ihr die Gespräche etwas überblättert und ein bisschen vorspult. Aber was hilft? Ich muss da jetzt durch. Good to see you. Quite a sight to see, this summit. I can't help but wonder what the role of Starfleet will be once it's complete. Will we return to a role of discovery, or remain on guard, phasers at the ready? Schön Sie zu sehen, Admiral. Was für ein Anblick dieses Treffen. Ich frage mich, welche Rolle die Sternenflotte einnehmen wird, wenn dieses Treffen vorüber ist. Werden wir wieder zu Entdeckern oder werden wir Wache stehen? Diesen Gedanken hatte ich auch schon, Admiral, mehr als einmal. Sie wären Narren, die militärischen... Was? Sie werden Narren, die militärische Streitkräfte zu schwächen. Nee, diese Gedanken hatte ich auch schon, Admiral, mehr als einmal. So, und? Tuni kennt This man ja summit auch. shall be of historical importance to be certain. Ambassador Sugihara and President Okeg have a monumental task ahead of them, however. There is a 34.8% chance of a major diplomatic incident occurring during the summit. One that could lead to its complete collapse. Ja, Admiral, dieses Treffen wird sicherlich von historischer Wichtigkeit sein. Botschafter Sugihara und Präsident Okeg haben eine monumentale Aufgabe vor sich. Es gibt eine 34,8%ige Wahrscheinlichkeit für einen großen diplomatischen Vorfall während des Treffens, eines, der das Treffen beenden konnte. Ich schätze die Wahrscheinlichkeit eher auf 34,9, aber ich will jetzt mit dem Vulkanier nicht diskutieren. Hoffentlich haben wir Glück, Admiral, für unser aller Wohl, oder? Wenn man die Abgeordneten bedenkt, verwundert es mich, dass die Zahl nicht höher ist. Ja, eigentlich schon. Mir ist das immer noch zu laut irgendwie. Sorry, Leute, ich muss schon wieder. Ich gehe mal nochmal 10% runter. So. Captain Sean. Well, Captain here der we are. Enterprise. It's still a little hard to believe, isn't it? Peace in our time, or so they say in all the media reports. Regardless of the outcome today, the crew of the Enterprise stands ready. Nun, hier sind wir, Admiral. Es ist schwer zu glauben, nicht wahr? Frieden in unserer Zeit, so beschreiben es die Medienberichte, unabhängig vom heutigen Ergebnis. Die Crew der Enterprise steht bereit. Ja, der ist halt ein alter Hase, auf den werde ich mich verlassen können, wie immer. Der steht, genau wie meine Crew-Captain, komme was wolle, wir werden unsere Pflicht erfüllen, so ist es. Und du, wer bist du wieder? Präsident Okeg.
It is a pleasure to finally meet you. Your reputation precedes you, of course. Were it not for your efforts, this summit wouldn't be happening. Allow me to thank you for that, on behalf of the United Federation of Planets. We've quite the journey ahead of us, but we'll begin today by taking that important first step. Ja, ist ein Saurianer, würde ich sagen. Es freut mich, Sie endlich zu treffen, Admiral. Ihr Ruf eilt Ihnen natürlich voraus. Ohne Ihre Bemühungen würde es dieses Treffen nicht geben. Erlauben Sie mir, Ihnen hier dafür zu danken, im Namen der Vereinigten Föderation der Planeten. Wir haben einen langen Weg vor uns, aber heute werden wir den ersten Schritt machen. Was ein kleiner Schritt, nicht wahr, Herr Präsident? Manchmal führen diese zu großartigen Dingen. Unsere Feinde sind immer noch da draußen. Hoffentlich wird dieser erste Schritt nicht unser letzter sein. Also pessimistisch wollen wir nicht sein. Der Preis der Freiheit ist ewige Wachsamkeit. Wahre Worte, so sehe ich das. Ja, da ist was dran. Ewige Wachsamkeit. Sonst machen die Machtgierigen mit einem, was sie wollen. Mit Kanzler Jumbock sprechen. Kapla! Kavan! Today is a momentous occasion for us all. Let us hope that this conference goes better than the one at Kittima. You have done well to prove that we need this agreement to succeed. Still, it would be naive of us all to assume that this peace will last any longer than the ones that have come before. More likely, we're on the peaceful side of a giant circle, and it is only a matter of time before we find the side of war once more. Jo, meinetwegen auch Quaven. Heute ist ein bedeutender Tag für uns alle. Hoffentlich verläuft diese Konferenz besser als die auf Kitomer. Sie haben gezeigt, dass diese Vereinbarung ein Erfolg werden muss. Aber es wäre naiv von uns zu glauben, dass dieser Frieden länger als alle anderen erhalten würde. Viel eher befinden wir uns auf der friedlichen Seite eines großen Kreises. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir wieder auf die Seite des Krieges ankommen. Da hat er wohl leider recht. Der Konflikt betrifft uns alle, Kanzler. Nur gemeinsam mit unseren Verbündeten werden wir siegreich sein. Früher als es nicht lieb ist, bla. Unsere Feinde werden nicht untätig bleiben, bla. Ich denke, das ist klingonisch, diplomatisch. Ja, der wird schon verstehen, was ich meine. Wo ist Sugihara, die alte Quatschtüte? Der hat doch bestimmt wieder einen längeren Vortrag für mich, so wie ich den kenne. Das ist nicht Sugihara, oder doch? Dutan, okay. Das ist der Jolan True. Truly, we are witnesses to history. If only my esteemed mentor, Ambassador Spock, had lived to see this day. When reflecting upon this summit, I am reminded of an ancient Terran saying he once taught me. They shall beat their swords into plowshares. Many here today would see that come to pass for us, I think. Ja, Jolan True, guten Tag, guten Tag, bonjour, was hätten wir noch mal Angebot? Konnichiwa und Dobre Din. Wir sind wahrhaftig Zeugen der Geschichte. Wenn nur mein verehrter Mentor, Botschafter Spock, diesen Tag erleben könnte. Wenn ich so zurückdenke, erinnert es mich an ein uraltes Sprichwort der Erde, von dem er mir einst erzählt. Sie werden ihre Schwerter zum Pflugscharen machen. Viele, die heute hier sind, würden dem sicherlich zustimmen. Ja, da habe ich keinen Zweifel, Sir. And yet, despite the withdrawal of the Iconians, we have many enemies throughout the void. Many worlds must be rebuilt to survive. It seems we have great need of both swords and plowshares. A strong alliance can secure both of them for us all. Pferd, habe ich vergessen in der Aufzählung vorhin. Und dennoch, trotz dem Rückzug der Ikonianer haben wir noch viele Feinde in der Galaxie. Viele Welten müssen wieder aufgebaut werden. Scheinbar brauchen wir sowohl Schwerter als auch Pflugscharen, Admiral. Eine starke Allianz kann für uns beides sicherstellen. Ein gutes Argument, Prokonsul. Ja, stimmt. Wenn Sie Frieden möchten, dann bereiten Sie sich auf einen Krieg vor. Erscheint angebracht. Hä? Was? Nie. Eine ausgeglichene Lösung zu finden könnte schwierig werden. So ist es. Sugihara. Mietz. Wo ist er denn? Wo ist Sugihara? Jetzt muss ich mit den Tüten da drüben noch labern. Ach Gottele. Ja, tut mir fast leid, euch das antun zu müssen, aber vielleicht gehört halt zur Story. Mit Botschafter Kren spricht die. Hello. I've heard this summit is as much about peace as it is a resolution of the war. I hope that's true. Bajor is long overdue for peace, prophets willing. Hallo Admiral. Ich habe gehört, dass man auf dieses
Treffen über Frieden und dem Ende des Krieges diskutiert. Ich hoffe, das stimmt. Bajor sehnt sich nach Frieden, so die Propheten es wollen. Einverstanden, Frau Botschafterin. Was? Und wenn nicht, dann halten Sie Ihre Waffen bereit, genau wie ich so. Genau. Das klingt nach einer vernünftigen Einstellung. Wer bist du denn? Ein Cardassianer, oder? Botschaft des Königs. Well met. Quite the gathering today, wouldn't you agree? One hopes that amidst all this splendor, the great powers find it in their hearts to remember the forlorn people of Cardassia. The orphans in particular. Ich grüße Sie, Admiral. Was für eine Versammlung heute, nicht wahr? Man mag hoffen, dass sich die großen Mächte neben all dieser Pracht noch an das verlorene Volk von Cardassia erinnern. Ganz besonders an die Weißen. Also komm, jetzt jammern nicht unnötig, so schlecht geht's euch nicht. Das kardassianische Volk wird nicht vergessen werden, besonders nicht die Weißen. Wenn wir sterben sollten, dann werden uns die Weißen rächen. Die Antwort ist, es ist irgendwie, ja, genau, die hat was. Botschafter Sura, das klingt, das ist bestimmt der Ferry, oder? Der Botschafter Sura. Greetings. Ja, wer hätte das We gedacht? stand upon the threshold of a great venture for all gentle beings in the galaxy. The Teferi, as always, shall strive to seek a state of balance. This may be our greatest challenge yet, but one we cannot forsake. Ja, wer hätte das gedacht, dass er wieder mit Gleichgewicht kommt? Grüße, Admiral. Wir stehen auf der Schwelle einer großen Reise für alle Wesen in der Galaxie. Die Teferi möchten wie immer ein Gleichgewicht finden. Dies wird unsere größte Herausforderung, aber wir dürfen sie nicht vergessen. Ich nehme mal an, dass es bei den Teferi sowas wie Judo nicht gibt, oder? Ja, weil da wird mehr gelegentlich aus dem Gleichgewicht gebracht. Das vertragen sie ja gar nicht. Der Wunsch nach einem Gleichgewicht ist ehrenhaft, Botschafter. Ich bevorzuge Überlegenheit statt Gleichgewicht, wenn Sie mich fragen. Ja, genau so. War zwar nicht Teferi Diplomatie, aber wer bist denn du, Tepele? It is agreeable to see you here. Considering your actions during the Iconian conflict, it is eminently logical for you to be a part of determining the Alliance's path forward. Tja, noch eine Vulkanierin. Hier bimmelt's nur so, Admiral. Es ist schön, Sie hier zu sehen. Wenn man Ihre Taten während des ikonianischen Konflikts bedenkt, ist es nur logisch, dass Sie ebenfalls über den zurückgelegten Weg der Allianz abstimmen. Ja, genau, logisch wie immer. Lassen wir uns hoffen, dass der Rat mir zuhören wird. Mögen wir nun aus dem Chaos aufsteigen und uns von der Vernunft leiten lassen. Jo, klingt irgendwie, hat was, die Antwort. Und wer bist du von den Ferengi? Well, Rule 34 says that war is good for business. I think I've had my fill of it. Still, if what I hear on the wind is true, we're in for a large helping of Rule 35. Ja, auch wenn Regel 34 sagt, Krieg ist gut fürs Geschäft, glaube ich, dass ich meinen Anteil erreicht habe. Aber wenn die Gerüchte wahr sind, dann brauchen wir Regel 35. Frieden ist gut fürs Geschäft, wenn ich mich recht erinnere. Exactly. Hä? And here's hoping that business is good. The markets took a beating in the last days of the war. Genau, mögen die Geschäfte gut sein. Die Märkte haben in den letzten Tagen des Krieges sehr gelitten, also dem seine Sorgen möchte ich auch mal haben. Ich schätze, Sie werden reichlich Gelegenheit haben, Ihre Verluste wieder wettzumachen, Botschafter. Regel 125, wenn du tot bist, machst du keine Geschäfte. Genau. So ist es. Und wo ist denn jetzt Sugihara Mausi? Kommt, der muss doch auch noch seinen Senf dazu geben. Das geht doch gar nicht ohne. Hallo. Ist er das? Nö, das ist wieder die Tellerite. Irgendwie nehme ich an, dass das ein Zeitagent ist. The opening ceremonies are about to begin. Ambassador Sugihara will be making an announcement shortly. Die Eröffnungszeremonie beginnt bald, Admiral. Chaka, yay! Botschafter Sugihara wird gleich eine Ankündigung machen. Sehr gut, Leutnant Commander. May I have your attention? The summit is about to commence. Please, join me in the main conference room now. Ja. Monst, dann monsterst du monst.
Wenn ich ein Konferenzraum wäre, wo würde ich mich verstecken? Ah, da ist er ja. Hallo, Quatschtüte. So glad you could make it. I have to admit, you've done what many believe to be impossible, bringing everyone to the table to form a greater galactic alliance. Well done. Now, if you would be so kind, would you mind escorting your leader to the conference room? I can't think of a better honor guard. Ich bin so froh, dass Sie es einrichten konnten, Admiral Armakuni. Ich muss zugeben, Sie haben das Unmögliche geschafft. Alle an einen Tisch gebracht, um eine große galaktische Allianz zu gründen. Gut gemacht. Wenn Sie nun so freundlich wären und Ihren Anführer in den Konferenzraum begleiten würden, ich kann mir keine bessere Ehrengarde vorstellen, begleiten Sie Ihren Fraktionsführer in den Konferenzraum. Natürlich, Botschafter, wir sehen uns drinnen. Was? Wenn es die Dinge voranbringt, dann... Ja, was? Dürfte völlig wurscht sein, was ich da antworte. Und wenn ich, wen soll ich jetzt? Dich soll ich jetzt. Präsident Okeg. Is it time? Very well. Let's not keep history waiting. Lead the way. Ist es an der Zeit? Sehr gut. Wir sollten die Geschichte nicht warten lassen. Gehen Sie voran, Admiral. Hier entlang, Herr Präsident. Ja, die Richtung stimmt. Dann marschieren wir mal. Gibt bestimmte Videosequenzen mit Störungen. Ich erwarte nicht, dass das jetzt glatt verläuft. Fellow delegates, honored guests, we stand at a crossroads. Gift? Chancellor, that Romulan poisoned his wine. This is Romulan treachery. We did no such thing. Könnte mal cool bleiben. Das glaube ich schon eher. Mr. President, look out! Das ist eine Fakul, oder wie die heißen, ne? Ich dachte erst der Remaner, aber war wohl eine holographische Projektion. Ja gut, dass wir bewaffnet sind und Assassine. Komm. Mal ein bisschen vereisen. Du bleibst hier. Noch mehr Eis gefällig, da kannst du noch mehr von haben. Komm. Komm. Assassine am Stiel. Komm. Bleibst du hier. Was für Eis darf denn sein? Erdbeere, Zitrone. Ja gut, dann Nahkampf. Würdest du bitte angreifen? Danke. Was ist denn das schon wieder für eine Gemeinheit? Und? Nehmen Sie Platz, es ist Zeit, der Sache auf den Grund zu gehen. Assassinen befragen, jawohl, gut. You. Once again, you meddle in the affairs of your betters, alien. Sie. Wieder mischen Sie sich in die Angelegenheit anderer ein. Außerirdischer, Alien, das sagt gerade der Richtige. Ich kenne Sie nicht, Freund. Ich vergesse nie ein Gesicht. Der letzte Schlag muss Sie verwehrt haben. Wir sind uns nie begegnet. Das war eine dumme Antwort, weil ich weiß ja, wie das ist mit Zeitreisen. Wahrscheinlich werden wir uns noch begegnen. Also das hier. I suppose not. Then know this. I am Specialist Krog. I am trained to withstand all forms of torture. Feel free to ask me what you will. But I will not be cooperative. Nein, Sie
Ich schätze nicht, Sie sollten wissen, ich bin Spezialist Krog. Ich bin ausgebildet worden, jegliche Art der Folter zu widerstehen. Fragen Sie mich, was Sie wollen, aber ich werde nicht kooperieren. Du hast mich noch nicht singen gehört. Das wird sich zeigen, Spezialist. Aus welcher Zeit kommen Sie? One that shall be free of your wretched species, I think. And soon! Jemand, der von Ihrer elenden Spezies frei sein wird, nehme ich an. Und das bald. Diplomatie. Wir machen es diplomatisch. Ein wenig Kooperation würde nicht schaden. Spezialisten, seien Sie clever. As you wish. A simple tricorder scan will reveal my point of origin as the 29th century. By your primitive reckoning. Jo, also wieder so ein Zeitagent. Wie Sie wünschen, ein einfacher Tricorder-Scan wird meinen Ursprungsort im 29. Jahrhundert feststellen. Nach Ihrer primitiven Rechnung zufolge. Viel besser, danke. Nächste Frage. Wie sind Sie hierher gelangt? To this room? A simple matter of putting one foot in front of the other, really. With considerable practice, you may be able to master the technique. Although I have my doubts. In diesen Raum einfach einen Fuß vor den anderen gesetzt. Mit etwas Übung könnten Sie diese Technik schon bald beherrschen, auch wenn ich das um meine Zweifel habe. Noch so eine blöde Antwort und ich sing dir wirklich noch was vor. Sie haben einen bemerkenswerten Humorspezialist. Versuchen wir es noch einmal. Very well. I shall humor you. For now. I utilized an integrated nanoweave mesh to present myself as a Riemann with the proper credentials to serve here. Your crude attempts at security were easily foiled, as you can clearly see. Nun gut, ich werde Sie amüsieren. Fürs Erste. Ich habe ein integriertes Nanogewebenetz verwendet, um mich als einen hier dienenden Remaner auszugeben. Habe ich das jetzt echt fehlerfrei vorgelesen? Oh, ich staune manchmal über mich selbst. Ihre lächerlichen Versuche, eine Sicherheit... Was, jetzt geht's los. Einer Sicherheit wurden leicht überwunden, wie Sie sehen können. Also die komplizierten Worte, die beherrsche ich, aber wenn es einfach bleibt, dann versage ich. Faszinierend. Ja genau, faszinierend. Ich freue mich darauf, es zu studieren. Doch zur nächsten Frage. Arbeiten Sie alleine oder als Teil eines Teams? One of my people is worth 1,000 of your misbegotten species. Einer meiner Männer ist 1000 von Ihrer scheußlichen Spezies wert. Hey, das war eine rassistische Antwort, weißt du das? Taktik. Sie sind allein. Ich erfasse hier niemanden, sonst wahrscheinlich werde ich das wählen. Oder ein 3-Mann-Team. Aktiv, Reserve und Exfil. Es gibt 2 von ihnen, einen Schützen und einen Aufklärer. Diplomatie. Schinden Sie keinen Spezialist, keine Zeitspezialist, arbeiten Sie mit mir. Tja, Diplomatie hat mich bis jetzt eigentlich immer vorwärts gebracht, ne? Sie arbeiten allein, so gibt es weniger Raum für Fehler. Sie sind allein, ich erfasse hier niemanden sonst. Denke ich mal als Taktiker zur Abwechslung. Correct. You are more astute than I gave you credit for, mongrel. Korrekt, Sie sind nützlicher, als ich es Ihnen zugetraut habe, Mischling. Hey, ich bin kein Mischling. Ich bin, also ganz Erdling. Bezaubert. Zeit für eine andere Frage. Search the skies for a star in the grip of death, and you may find my home. Suchen Sie am Himmel nach einem Stern angesichts des Todes, dann finden Sie vielleicht meine Heimat. Das ist wohl ein Hinweis auf diesen Stern mit dieser Anomalie, wo das alles angefangen hat. Wie hieß das gleich wieder? Ach, ich komme jetzt nicht drauf. Sie spielen doch nicht etwa... Doch, ja, auf Nakul an, oder etwa doch? Ja. Yes, Nakul. Her beautiful radiance will return to the cosmos once more. It is a matter of destiny. Ja, Nakul, sein wundervolles Strahlen wird wieder zum Kosmos zurückkehren. Es ist Schicksal. Aber wie? Tempus fugit. Auszeichnung erhalten. Wie ein offenes Pad. Hä? Was soll ich jetzt... Grüßen Sie, Captain Walker. Ja, das ist ein guter Punkt für einen Cut. Ich sag mal vielen Dank fürs Zuschauen. Bis hier weitergeht. Erfahren wir in der nächsten Folge.